Alexis on gw2community.de. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's, eure Andrea, und die Steffi ist auch dabei. Wir befinden uns in Löwenstein und möchten mal mit euch gemeinsam das neue Jumping Puzzle ablaufen. Ihr seht jetzt hier sehr schön auf der Karte, wir sind bei der Wegmarke Fort Marina und laufen jetzt mal zum Eingang des JPs. Das sieht man hier sehr schön bei den Fässern. Man musste einmal durch die Grünpflanzen durchspringen, das ist aber recht simpel gemacht. Und dann folgt man dem Weg. Man klettert im Prinzip so über die ganze Stadt, über die Dächer und über Seile. Man kann sich immer sehr schön an Schornsteinen, so wie hier, und an Seilen wie eben orientieren. An Stellen, wo fast nur so Dächer sind, sind immer so ganz große Vogeldreckhaufen. Also wenn es euch vielleicht dann doch mal zu schnell geht, guckt euch gut um. An sich findet man immer ganz gut auch die Anhaltspunkte. Auf jeden Fall werden wir alle zu kleinen Seiltänzern. Ja, zwischendurch sei angemerkt, es gibt manchmal ein bisschen Warteszenen oder Schnittstellen. Wir haben öfter mal zwischendurch die IP gewechselt, wenn zu viele andere dabei waren. Weil ihr sollt ja halbwegs sehen können, wo ich so lang laufe. Aber so ist es nun mal. Mittendrin steckt man dabei. Ja, und natürlich sind wir auch manchmal runtergefallen und haben dann reportet. Das habe ich euch auch ausgeschnitten. So Stellen wie hier jetzt, wo man abrutscht, aber normal wieder hochkommt, habe ich euch dann allerdings drin gelassen. Gibt so einige Stellen, also nicht gleich denken, jetzt muss ich wieder von Anfang, sondern mal gucken, ob man wieder auf den Weg zurückkommt. Ja, da habt ihr schon schön gesehen, da bin ich gerade quasi durch die Luft vorsichtig an der Wand entlang rübergelaufen. Dann muss man da auf den kleinen Schornstein rauf, den sieht man da halt jetzt nicht so gut, weil da jemand steht. Und da seht ihr sehr schön so einen Dreckfleck auf dem Dach. Man halt auch schon von Weiteren zur Orientierung.
Da ist übrigens die erste Kiste. Habe ich fast übersehen, weil wir sie da schon aufgemacht hatten. Und aus dieser Kiste bekommt ihr dann diesen Schlüssel raus, beziehungsweise das Schlüsselfragment. Hier in der Hafengegend. An der Stelle sieht so aus, als könnte man laufen. Man muss aber springen, sonst fällt man runter. Ist da aber auch nicht so hoch dramatisch. Man kommt wieder zurück. Ja, bis dahin immer schön an der Wand entlang und dann geht's hier rüber. Einmal ein hübscher kurzer Blick und schnell wieder zur Seite runter auf dieses schnucklige Segelboot hier. Da spaziert man jetzt hier über das Seil wieder, springt da auf diesen kleinen Stamm, sag ich mal, der das Segel hält. Und dann könnt ihr springen, müsst ihr aber nicht. Also man kann quasi auf dem Segel entlang laufen, weil wir federleicht sind. Und dann auf diese kleine Stange hier und von dort aus weiter hoch. Bin ich abgerutscht kurz. Schön mittig auf der Stange stehen. Jo, und dann sind wir auch schon auf dem Dach quasi angekommen. Hier sitzt sogar ein NPC rum, die hat Hunger und möchte irgendwas mit Butter. Fand ich ziemlich lustig irgendwie. So, auf so ein Stück Butter hat man auch mal Lust, ne? Ja, da ist halt auch so eine Stelle, da sieht man sehr schön diese, ja, ich sag immer Vogeldreckflecken. Ich gehe mal davon aus, dass es das darstellen soll. Wegen mir hat auch jemand einen Eimer weiße Farbe hingeschüttet. Da stürzt sich übrigens gleich fast ab. So sollte man es nicht unbedingt machen. Aber ich hatte Glück. Und da sind wir auch an Station 2. Da bekommt man dann das zweite Schlüsselfragment und weiter geht's.
Hier in der Ecke sieht man nicht besonders gut, was so genau passiert. Beziehungsweise seht ihr schön das Innere meines Gesichtes gleich. Yay, Zähne. Man musste einfach gerade rüber, Richtung weißen Fleck. Und dann da halt an der Seite hoch. Jetzt kommen wir hier an so eine Stelle, wo man immer wieder an der Felswand entlang über so Seile laufen muss. Das ist am Anfang recht easy. Ich glaube, ab der nächsten Station schon muss man aufpassen. Nee, da noch nicht. Aber danach solltet ihr recht genau gucken, wo es zu Ende ist, weil da gibt es so eine kleine Lücke. Da so. Da kann man leicht abrutschen. Da muss man springen. Und da auch. Und wenn man das geschafft hat, ist man im Prinzip auch schon angekommen an der 3. Station. Da ist das 3. Schlüsselfragment. Und dann muss man hier durch so einen Vorhang aus Pflanzen hindurchlaufen. Da haben wir ein bisschen gesucht, deshalb war da gerade ein komischer Schnitt. Da war er erst ein bisschen verwirrt durch die Gegend gelaufen. Und hinter dem Vorhang ist dann ein Loch. Nicht zu viel Angst haben, ihr müsst da rein. Und da sind dann halt, ihr habt es gerade gesehen, so Kakadus, die schubsen. Da müsst ihr aufpassen. Am besten gut drüber springen. Und ihr habt ja halt wieder ganz viele Seile, über die ihr balancieren könnt. Und Stoffbahn und ja. Letztendlich müsst ihr zu diesem Holzwrack rüber, was ihr jetzt oben rechts gesehen habt gerade. Lauft halt über die Seile und meidet Kakadus. Da, der Random hinter uns ist sehr schön rübergesprungen. Der ist übrigens ziemlich viele Zeit mit uns mitgelaufen, ne? Man hat ihn schon eine Weile gesehen. Ich habe ihm dann noch danach geschrieben, dass ihm schon klar sein muss, dass der Name in unserem Video auftaucht. Fand er aber lustig und cool. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, dann landet man hier so in diesem Gerüst aus kaputtem Holz, mehr oder weniger. Da haben wir auch einen Moment gebraucht. Letztlich muss man da auf die Rampe, die ihr jetzt oben links seht, hochkommen. Dafür muss man halt ein bisschen an dieser Schräge hier hochspringen. Da, wo ich jetzt bin, ein bisschen weiter hoch und dann kommt man rüber auf die Rampe theoretisch. Genau. Da müsste ich jetzt eigentlich einfach nur noch ein bisschen nach oben springen.
Ja, ich habe mir die Rampe ganz oft angeguckt, bevor ich dann mal geschafft habe, da hinzukommen. Genau, und jetzt rüber auf die Rampe. Und dann ist es auch ganz einfach. Man sieht halt leider an der Stelle nicht besonders gut, wo man hinspringen kann. Aber eigentlich ist es gar nicht so schwer. So, am besten da in die Ecke rein, dann kann man schön gerade springen, auf diese Holzbalken weiter. Da könnte man meinen, man muss weiter übers Dach nach vorne laufen, muss man aber nicht. Man muss um diesen Turm rumspringen. Das sieht komplizierter aus, als es letztendlich ist. Wenn man den Anfang erstmal geschafft hat, sind da ziemlich viele so kleine Auffangnetze dazwischen, so wie hier. Da kann man dann schon fast drüber laufen. Muss halt kleine Sprünge machen. Da ist auch wieder ein Auffangnetz. Also es ist nicht so dramatisch hier. Ist auch ganz angenehm, tauchen immer wieder auf diese Auffangnetze in den JP. Wäre auch, glaube ich, sonst ein bisschen arg. So, hier dann rüber auf den Stein. Und dann nicht so rum, sondern andersrum. Hier wieder Schornstein unverkennbar. Da ist auch ein Junge auf dem Seil und hat da seinen Spaß. Manchmal tanzt er sogar. Ich hätte es eigentlich lustig gefunden, wenn man dem eine aggressive Antwort gibt und der ihn dann runterschubst, so ähnlich wie die Kakadus. Macht er aber leider nicht, habe ich ausprobiert. Also leider, naja. Ich hätte es halt lustig gefunden. Wäre authentisch gewesen. So, von diesem Balkon raus muss man jetzt mal gucken. Muss man einfach ein bisschen runter.
Auch hier nicht weiter entlang springen, sondern rüber auf den Schornstein. Und dann von hier aus wieder um den Turm rumspringen. Ein Bekannter von uns hat sich genau an dieser Stelle ausgeloggt und wieder eingeloggt und ist dann da gelandet, wo wir gleich hinkommen. Weil man musste auf das Boot, was so knapp über einem war. Ist ein Versuch wert, aber so weg ist es schwer jetzt auch nicht. Steffi holt da gerade den neuen hoch. Und den haben wir uns so gewöhnt, den haben wir dann irgendwann die ganze Zeit mitgeholt. Das ist übrigens das Boot, von dem ich eben gesprochen habe. Von hier aus dann eigentlich runter auf die Brücke. Direkt. Und da um das Dach müssen wir wieder über diese wunderschönen Holzteile springen. Wir sind ein bisschen früh angefangen. Es kommt gleich wieder so ein weißer Fleck. Da auf dem Balken 3 kann man auch anfangen. Haben wir dann danach auch so getan. Aber von da muss man wirklich rüberspringen. Und dann wieder ein kleiner Drahtseilakt. Da hat mich Steffi kurz irritiert und gefragt, ob wir auch den dritten Schlüssel eingesammelt haben. Deshalb musste ich mal kurz gucken. Meinte ich, ja, haben wir. Warum denn auch nicht? So, hier ist eine relativ niedrige Deckenhöhe gleich. Da müsst ihr beim Springen ein bisschen gucken. Da kann man sich so ein paar Mal den Kopf stoßen quasi. Aber wenn ihr ein bisschen guckt, dass es über euch halbwegs frei ist, dann ist das eigentlich auch sehr einfach. Ja,
Dann kommen ja nochmal so ein paar einzelne Sprünge. Den ersten, wenn man da ein bisschen zu weit springt, ist an sich gar nicht so schlimm. Ich demonstriere euch das mal kurz. War natürlich voll geplant und so, nicht, aber egal. Ihr könnt da einfach wieder zurückspringen, so wie ich jetzt gerade. Und auch wenn man da ganz runterfallen sollte, hat man nur einen sehr kurzen Weg, um da wieder hinzugelangen. Da, wo mein Minipad ist, wäre ich jetzt auch gern. Aber ein Sprung, also 2 insgesamt, habe ich noch dahin. Und dann sind wir auch schon an der 4. Station, wo halt das letzte Schlüsselfragment ist. Von dort aus ist es dann auch wirklich nicht mehr weit. Eigentlich auch alles sehr, sehr simple Sprünge. Wenn ich gestehen muss, die Schnitte sind alle entstanden, weil ich keinen einzigen mehr davon auf die Reihe bekomme. Und dann auch ein bisschen Angst hatte, wie man gerade sehen konnte. Aber da war ich einfach durch. Da ist unser Random gerade abgesegelt. Wir hatten überlegt, den gleich hochzuholen, dachten uns dann, ach komm, die paar Meter springen wir noch weiter. Deshalb habe ich da so ein bisschen rumgeguckt. Dann landen wir da auf der Grünfläche, da kann man erstmal ganz viel ernten. Und dann ist man auch schon am Ziel. Die 4 Einzelschlüssel könnt ihr dann zu einem großen Schlüssel hier verbinden. Rolands Generalschlüssel. Und damit kann man die Kiste öffnen. Und wenn ihr das erste Mal macht, habt ihr dann auch euren Erfolg. Ja, ich hoffe, das ist hilfreich für euch. Und ich wünsche euch viel Spaß, das zu springen. An sich ist es total schön gewesen, so über die Seile und über die Dächer der Stadt zu gehen. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß dabei und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.